Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Ich bin heute mal wieder hier in der Halle bei dem 69er Projekt vom André. Da geht es heute weiter und in der Zwischenzeit war der André auch schon sehr fleißig. Der hat hier den ganzen Rahmen entrostet und entlackt. Der steht jetzt hier auf der Bühne und wartet darauf, jetzt wieder Farbe zu bekommen. Sieht eigentlich sehr gut noch aus. Ich hatte ja gesagt, der Rahmen ist wirklich in tollem Zustand. Und ich werde den jetzt noch ein bisschen entfetten. Und wenn er dann lackiert ist, dann können hier die gesandstrahlten Teile und die lackierten Teile wieder angebaut werden. Die sind auch schon vorbereitet. Hier kann man die schön bewundern. Und ich mache auch mal jetzt eine kleine Runde hier um den Rahmen. Da kann man auch mal sehen, wie die damals so verarbeitet waren. Das sind alles originale Schweißnähte hier. Also nicht wundern. Das sah einfach früher so aus. Ich kenne die Straße nicht, also ich weiß nicht genau, wie die gearbeitet haben im Werk, aber das sind per Hand geschweißte Rahmen. Also ich glaube nicht, dass da schon irgendwelche Roboter tätig waren. Die gab es damals so nicht. Dementsprechend ist da natürlich ein bisschen mehr auch einmal an manueller Arbeit dran und dementsprechend eben auch manchmal an Fehlstellen oder auch an Schweißdraht, der an manchen Stellen auch noch rausguckt, oder eben auch hier solche Schweißspritzer. Das hat man bei heutigen Karossen natürlich so nicht mehr. Aber hier in dem Zustand kann man das natürlich sich sehr genau mal anschauen, wie eben so ein Rahmen aussieht. Hier sind die Taschen, wo die Trailing Arms drin sitzen. Hier sind die Stützen, wo die Traverse fürs Differential drin sitzt. Hier sind die Mounts für die Body Mounts, die Stützen dafür. Da kommt hier oben und hier unten das Gummi drauf. Der Rahmen hat keine Durchrostungen oder sonst irgendwas, was mir negativ aufgefallen wäre. Hier sind die A-Arms dran befestigt. Hier kommt die dicke Schraube von den A-Arms durch. Hier diese Halter von den A-Arms, die reißen sehr gerne. Dann hat man hier Risse in der Schweißnaht. Das sollte man immer kontrollieren. Auch hier die Endspitzen sehen sehr gut aus. Wenn die Frontschäden haben, dann sind hier oft diese Langlöcher verzogen. Dann sind die schon mal gestaucht und wieder gerade gezogen. Also hier kann man auch immer dran erkennen, wenn so ein Auto vorne schon mal einen stärkeren Treffer hatte. Hier das sind die Motormounts. Also hier kommt das Motorlager rein. Und hier ist das Gestänge von dem Kupplungspedal, ist hier drin befestigt. Und hier ist noch ein weiteres Body Mount. Also alles in allem sehr gut zu sehen hier. Also ein Rahmen direkt dann frei hängend. Das wird jetzt gemacht. Und im folgenden Schritt folgt dann natürlich hier die Karosse, wo auch noch sehr viel Arbeit dran sein wird. Besonders hier an den
ganzen GFK-Teilen. Also das wird auf jeden Fall noch ein größeres Stück Arbeit. Der André wollte die Karosse wegbringen. Er hatte da jemanden, der die für ihn machen wollte. Der ist aber jetzt abgesprungen, so wie ich das mitbekommen habe. Dementsprechend ja, wird da jetzt noch Alternativlösung gesucht. Und wenn die gefunden ist, wird die Karosse weggebracht und bearbeitet. Ja, in der Zwischenzeit wird, wie gesagt, da hinten jetzt dran und hier an den Anbauteilen gearbeitet. Es sind jetzt noch weitere Teile zum Sonnenstrahlen gegangen. Und wenn das alles wieder da ist, zeige ich euch, wie das hier dran angebaut wird. Auf jeden Fall super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao!